Herr Köhler, Sie erlebten vor einigen Jahren im Rahmen eines schweren Unfalls eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Naja, es war ein wirklich richtig dummer Unfall. Ich habe eben kurz mein Fenster putzen wollen. Ich war damals sehr sportlich, sehr aktiv und sehr fit und dachte, naja, da oben, da war so ein kleiner Fleck am oberen Lukenfenster von meiner Altbauwohnung. Und dann bin ich eben kurz hochgeklettert und habe am Lukenfenster oben mich gestreckt und versucht, den kleinen Dreckfleck da wegzuputzen. Ich hatte nur ein kleines Papiertuch in der Hand und habe überhaupt nicht, wollte das wirklich nur nebenbei kurz machen. Und dann hatte sich dummerweise, weil das früh morgens war, Tau gebildet auf dem Fenstersims. Und ich bin mit einem Fuß eben auf den Fenstersims getreten, auf den Außenfenstersims. Und da war eben Tau und dann bin ich wie auf einer Bananenschale weggerutscht und aus dem 3. Stock, aus 12 Meter Höhe, das war 3. Stock Altbau in Berlin-Kreuzberg, aus dem 3. Stock auf Beton gefallen. Zum Glück habe ich mich in der Luft einmal gedreht und bin dann mit dem gestreckten rechten Bein gelandet. Und das Bein hat sich eben wie eine Knautschzone ineinander geschoben mit diversen Brüchen. Dann bin ich vorne übergefallen, habe mir noch 4 Rückenwirbel gebrochen, bin mit dem Kopf aufgeschlagen, so halb auf dem Arm, habe mir den Arm und die Schulter noch gebrochen und den Kopf gebrochen. Ich hatte insgesamt 37 Knochenbrüche und bin dann eben unten vor meiner eigenen Haustür liegen geblieben natürlich. Und wurde dann, weil das ein sehr belebter Weg war, wurde ich innerhalb von wenigen Minuten gefunden von Passanten, die auch sofort einen Krankenwagen gerufen haben. Und das war mein zweites Glück, also was mir das Leben das zweite Mal gerettet hat, abgesehen davon, dass ich diesen Unfall überhaupt überstanden habe, weil gleich um die Ecke war ein Krankenwagen, gerade mit seinem Einsatz fertig und der war auch innerhalb von weniger als 10 Minuten da. Ja, und dann haben die mich eben das erste Mal sogar unten vor der Tür schon wiederbeleben müssen. Ja, dann wurde ich ins Krankenhaus gebracht und lag 2,5 Monate im Koma, wurde 20 Mal operiert und hatte eben eine Reihe von Nahtoderlebnissen. Wie kam es zu der ersten Nahtoderfahrung? Wie haben Sie diese erlebt? Also ich konnte mich in dem Moment, als ich meine Nahtoderfahrung erfahren hatte, gar nicht an den Unfall erinnern, sondern ich stand irgendwie auf einer bergigen, mit Seen übersäten Fläche vor einem riesigen Tor. Und um mich herum waren auch andere Leute. Und ich habe dann eben einfach, weil ich eben die Zeit hatte und weil ich eben sehr interessiert war, habe ich die eben mal gezählt. Und es waren tatsächlich 30 Leute, mit denen ich da auch vor diesem riesigen Tor stand. Und wir haben uns alle so angeguckt und beobachtet. Und dann haben wir eben festgestellt, dass wir aus aller Herrgottsländer gekommen waren und unterschiedliche Sprachen sprachen und sowas und uns gar nicht verständigen konnten, so richtig. Also mit einigen wohl schon, aber mit vielen eben nicht. Und dann haben wir festgestellt, dass wir uns telepathisch unterhalten konnten. Also wir konnten uns Gedankenbilder senden und uns emotional verstehen. Also ich kann das nur so beschreiben, man konnte das, was der andere sagen wollte, konnte man fühlen. Das war ein unglaubliches Erlebnis für uns alle. Wir haben uns dann richtig gefreut, dass wir uns verständigen konnten. Und dann haben wir festgestellt als nächsten Schritt, dass wir wahrscheinlich alle gestorben waren. Und dass wir wohl jetzt im Himmel wären. Und dann haben wir noch als weiteres festgestellt, dass wir wahrscheinlich alle zur gleichen Minute gestorben wären, weil einige von uns konnten sich an die Uhrzeit erinnern und es waren zwar unterschiedliche Stundenzeiten, weil sie ja wie gesagt von aller Herrgottsländer rund um den Erdball waren, die Leute, aber es war immer so, bei mir war es immer so 20 nach, also was die Leute erzählt hatten. Also 20 nach 6, 20 nach 7, 20 nach 20 Uhr und solche Sachen kamen da. Und dann haben wir daraus abgeleitet, telepathisch uns verständigt, dass wir wahrscheinlich alle zur gleichen Sekunde oder gleichen Minute gestorben waren und jetzt hier wohl oben vorm Himmelstor stehen. Also wir haben das wohl so abgeleitet aus so wie man das irgendwie auch erzählt bekommen hat, auch eben durch Religionsunterricht oder durch irgendwie Filme oder so. Daraus haben wir das dann irgendwie so ein bisschen
hergeleitet, aber wir waren uns auch nicht sicher dabei. Und wir wussten nur, und das wussten wir alle, und das war auch das Merkwürdige daran, wir wussten nur, dass wir alle nicht durch dieses Himmelstor einfach so durchgehen können. Obwohl das weit offen da stand. Und wir wussten, wir können da jetzt nicht durchgehen. Wir haben irgendwie was vorher zu tun noch. Können Sie die Landschaft noch etwas beschreiben? Also das war eben wie so eine, also wenn man das jetzt ganz einfach beschreiben will, wie so eine Alpenlandschaft, aber ohne hohe Berge, aber so mit kleinen Hügelchen. Und eben dazwischen waren dann so Seen, kleine Seenbereiche. Und es war eben schon sehr grün, aber es waren jetzt keine paradiesischen Blumen oder so dort, sondern es war eher wie so eine normale, grüne, bergige Landschaft sozusagen. Bäume, kann ich mich irgendwie nicht so richtig dran erinnern, waren wahrscheinlich auch kaum da, sondern eher so Sträucher und Gestrüpp und eben so hauptsächlich Gräser, also Grasflächen, so bergige. Und dann habe ich eben auch bemerkt, dass man eben durch diese kleinen Seen, die dort waren, durch die Seen hindurchschauen konnte und darunter so weit entfernt die Erde wahrnehmen konnte, so von oben. Also dann, das war dann nochmal die nächste Bestätigung, dass wir im Himmelsreich eventuell waren. Und dann ist was sehr Abgefahrenes passiert, was wirklich mich auch ziemlich umgehauen hat. Nämlich mit einmal haben die ganzen anderen, also diese 30 anderen Leute, mich so immer so angeschaut und nichts mehr telepathisch mir mitgeteilt und sich dann gegenseitig angeschaut. Und dann haben sich 10 von diesen 30 Leuten in einen Kreis gestellt und haben so die Hände übereinander gelegt. Also es war so ein enger Kreis von 10 Menschen. Und dann haben die anderen 20 sich so die Hände ausgebreitet und an den Händen gefasst und um diese 10 Leute herumgestellt. Und dann haben sie innerhalb von einer Zehntelsekunde oder einer Sekunde haben sie mich gleichzeitig alle angeguckt. Das war sehr bewegend für mich, irgendwie, weil das irgendwie wie so eine Absprache zwischen diesen 30 Leuten war. Die waren alle, wendeten sie den Kopf zu mir. Und dann haben sie mir telepathisch mitgeteilt, das habe ich wieder gespürt, diese Gedanken, also gefühlt, dass sie mir jetzt die Kraft geben wollen, dass ich zurückkehren kann auf die Erde, weil ich hier unten noch irgendwas ganz Wichtiges zu erledigen hätte, angeblich, hätten sie mitgeteilt bekommen. Und das haben sie mir dann so wie so einen telepathischen Schub mitgeteilt. Und dann bin ich mit einmal irgendwie wie elektrisiert geworden und bin dann rückwärts weggeflogen aus diesem Bereich durch so einen kleinen See rückwärts, ohne nass zu werden übrigens auch. Also zumindest ohne Nässe zu fühlen, bin ich rückwärts durch diesen See durch das ganze Weltall geflogen, rückwärts, also nicht das ganze Weltall, also auf die Erde zu, vom Himmelsreich aus. Hab dann gesehen, wie das irgendwie kleiner wurde da oben, was ich so sehe. Bin rückwärts geflogen und bin dann auf meine Heimatstadt zugeflogen. Und in diese Heimatstadt rückwärts hinein, bis ich dann ins Krankenhaus hineingeflogen bin, wo ich dann später aufgewacht bin. Also ich bin dann rückwärts in meinen Körper hineingeflogen. Ich habe mich aber auch, weil es so schnell ging, jetzt nicht lange von oben beobachten können oder so. Ich bin einfach reingeflogen in meinen Körper und bin aufgewacht. Und dann waren um mich herum diverse Schwestern und eben vielleicht auch Ärzte und haben totale Panik bekommen, weil ich eben, was ich dann später erfahren habe, super viele Brüche hatte und da dann mit einmal eben so hochgeruckt, das war sehr gefährlich für mich wiederum. Und dann haben die mich direkt ins künstliche Koma gelegt und dann bin ich wieder eingeschlafen. Noch einmal zurück zu diesem Himmelstor. Ja. Wie hatte das eine Mauer? Das war wie wie als ob man sich das aus so einem altgriechischen Film vorstellt, aber enorm hoch. Also überdimensional hoch. Ich würde jetzt tippen, im menschlichen Maß, das war bestimmt 20, 30 Meter hoch. Und das war so ein riesiges Tor, eingefasst in Bergmassive. Also da waren so die höchsten Hügel, waren links und rechts. Und dann war in die Hügel eingebracht dieses riesige hohe Tor, wo diese Türen, die waren richtig torweit auf. Also sie waren richtig weit auf. Und man konnte auch dahin durchschauen.
Dahinter wurde es aber irgendwie flacher und man hat eben nicht mehr viel gesehen. So. Diese Nahtoderfahrungen, was hat das bei Ihnen bewirkt? Naja, also ich bin dann das erste Mal nach 2,5 Monaten richtig wach geworden, hatte überall noch Metall, was mir aus dem Körper ragte und war ganz verwirrt, als ich aufgewacht war. Ich konnte mich zuerst nur an die Nahtoderlebnisse erinnern. Ich konnte mich an nichts anderes mehr erinnern. Also ich bin aufgewacht aus dieser komatösen Phase und hatte zuerst gar nichts anderes im Kopf. Und da war auch niemand, der mit mir so richtig sprechen wollte oder konnte. Da waren eben nur so ein paar Schwestern, die mir dann irgendwie, ich kann mich da nicht mal so richtig mehr dran erinnern. Ich war noch sehr durch den Wind und hatte eben ziemlich nur diese Nahtoderinnerungen vom inneren Auge und habe die dann eben so durchgedacht und dachte, was habe ich da für Erinnerungen? Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich eigentlich? Und so. Das ist dann aber innerhalb der ersten Woche, kam dann langsam auch meine Sprache zurück. Ich konnte zu Anfang auch nicht so richtig sprechen. Und dann nach der zweiten Woche kam auch die Erinnerung zumindest an mein ganzes Leben so langsam zurück. Während mir dann in der ersten Zeit noch das erste halbe Jahr komplett fehlte. Also ich dachte, ich wäre ein halbes Jahr zurück. Das war während der Fußball-Weltmeisterschaft gewesen, als ich gestorben bin, quasi, als ich meine Nahtoderlebnisse hatte. Und ich wusste gar nicht mehr, dass die Weltmeisterschaft überhaupt angefangen hat, obwohl ich eben mitten während der Weltmeisterschaft gestorben war. Und ich dachte, ich wäre wieder mit meiner Ex-Freundin, mit der ich Schluss gemacht hatte, jetzt zusammen. Die musste dann erstmal, die hatte mich auch besucht, ich habe ein sehr gutes Verhältnis, das war eigentlich meine beste Freundin geworden. Für die war das sehr bewegend, dass ich dann wieder dachte, ich wäre mit ihr zusammen und das tat ihr dann auch noch zusätzlich weh und so. Aber so nach der 3. oder 4. Woche hatte ich auch diese Gedächtnisaktivierung wieder vollzogen sozusagen. Also ich konnte mich dann wirklich auch wieder fast an alles erinnern. Also ich kann mich aber eben nicht mehr an den Sturz erinnern. Das weiß ich nicht mehr. Was hatten Sie für ein Weltbild vor der Nahtoderfahrung oder vor den Nahtoderfahrungen und wie hat sich das nachher verändert? Naja, also ich war eben nie ein besonders religiöser Mensch. Ich bin schon evangelisch, bin auch getauft und so und habe eben auch immer gehofft, dass es eben einen Gott und was Höheres gibt. Aber ich war nie so 100%ig davon überzeugt, dass es das gibt. Und auch jetzt sage ich immer, wenn ich davon erzähle, was ich da als Nahtoderfahrung erlebt habe, es kann natürlich sein, dass mein Unterbewusstsein mir das komplett vorgeschummelt hat irgendwie. Ich bin mir aber schon mittlerweile durch diese Erfahrung und auch, weil ich eben auch von anderen Nahtoderfahrungen erfahren habe und die ja teilweise ähnliche Erfahrungen hatten, kann ich mir schon vorstellen, dass ich da eventuell eine wirklich echte Nahtoderfahrung auch hatte. So. Und das hat mein Weltbild schon geändert, weil ich eben denke, also wenn man stirbt, dann geht die Seele in einen höheren Bereich über, also wo ich dann eben auch oben war. Und dieser Bereich umfasst die gesamte Erdkugel, wie so eine Atmosphäre oder so. Und darin bewegen sich die Seelen. Und wenn man eben als Rückkehrer dann wieder zurückkommt, und das ist wirklich bei mir der Fall, das kann ich auch beobachten, dann ist das ein bisschen wie so eine gereinigte Seele, weil ich kann irgendwie niemandem mehr was Böses wollen oder sowas. Ich denke jetzt immer viel, ich habe früher auch schon viel von mehreren Seiten betrachten wollen immer und eben auch mich in andere Menschen hineindenken können, aber jetzt bin ich quasi... ich kann gar nicht mehr anders. Ich kann gar nicht irgendwie was Menschen, was Schlechtes irgendwie in dem Sinne Menschen zumuten wollen oder sowas. Und ich denke eben, dass wir eben kurz davor sind, das eben auch als Menschheit, als ganze Menschheit eventuell zu erkennen. Und dann hier unten in einer friedlichen Welt zusammenleben zu können. Weil das eben einfach unsere Bestimmung meiner Ansicht nach ist, dass wir eben wirklich als Menschen merken, dass wir eins sind. Herr Kröler, herzlichen Dank. Gerne.